Moin und Namaste. Ich bin Kerstin von Watten Yoga. Ich begrüße dich heute aus dem Palais-Garten in Rastede. Ein schönes Fleckchen Erde, ein schöner Park zum Schlendern und Bummeln. Und hier wollen wir heute Yoga für müde Beine machen. Also wenn du viel auf den Beinen unterwegs warst, sei es auf der Arbeit oder du warst wandern oder joggen, dann ist diese Einheit genau das Richtige für dich. Also hopp auf die Matt und los geidert. Wenn du hast, bring dir einen dicken Block oder ein dickes Buch mit in der Matte, denn wir haben eine Asana, in der du vielleicht den Block oder das Buch gebrauchen könntest zur Unterstützung. Und wir beginnen erstmal in einer liegenden Position. Also komm langsam und achtsam in Rückenlage. Streck die Beine mattenbreit aus. Lass die Füße sanft nach außen fallen, die Hände neben deinem Körper. Zieh die Schulterblätter leicht zueinander, Kinn zur Brust. Dein Nacken ist schön lang. Und dann atmen wir hier tief ein. Und beim Ausatmen durch den Mund schließt du deine Augen. Und dann nimm hier lange, tiefe Atemzüge. Durch die Nase ein und wenn möglich durch die Nase wieder aus. Dein Werk ist heute getan und du kannst dich jetzt entspannen. Wenn dein Geist noch im Alltag festhängt, hol ihn gern hier auf die Matte, lade ihn ein, im Hier und Jetzt zu sein, so dass du dich komplett mit Körper, Geist und Seele im Hier und Jetzt befindest und entspannen kannst. Tiefe Atemzüge durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Noch ein paar Wiederholungen so. Und beim nächsten Einatmen bringst du beide Hände auf deinen Bauch, spürst, wie dein Bauch sich anhebt. Und beim Ausatmen wieder absenkt. Einatmen und ausatmen. Noch dreimal so. Finde dein eigenes Tempo, deinen eigenen Rhythmus. Und dann atme nochmal ein. Und beim Ausatmen durch den Mund öffnest du deine Augen. Und dann zieh erstmal beide Knie zur Brust. Schaukel ein bisschen hin und her. Und dabei kannst du deine Füße mit hinzunehmen, sie kreisen lassen oder strecken und flex ziehen. Schau, was dir gut tut, was sich gut anfühlt jetzt. Bring etwas Bewegung in die Sache. Du kannst die Knie auch ranziehen zum Körper und wieder loslassen und zusammen mit deinen Füßen agieren. Wunderbar.
Dann bring die Füße zueinander, öffne deine Knie etwas und umfasse deine Füße oder deine Knöchel. Und dann kannst du hier, wenn du magst, so ein bisschen deine Füße massieren. Egal, wo du beginnst. Einfach da, wo es sich jetzt gut anfühlt. Dein Körper wird es dir sagen. Auch übergehen zu den Knöcheln, auch ihnen eine kleine Massage schenken. Schienbeine. Ein bisschen Liebe für die Knie. Und auch für deine Oberschenkel. Und dann kommst du an die Rückseiten deiner Beine und kannst deine Oberschenkel und dein Po ein bisschen ausklopfen. Und auch deine Waden nochmal ausstreichen. Bring die Hände zu den Kniekehlen und zieh die Knie wieder zur Brust und halte hier so ein bisschen. Ein bisschen Akupressur mit dem Körper. Nimm tiefe, ruhige Atemzüge. Dann atme ein und beim Ausatmen machst du dich einmal zu einem kleinen Paket. Zieh die Stirn Richtung Knie, soweit es eben geht, und halte hier kurz. Versuche auch hier deinen Atem fließen zu lassen, auch wenn es natürlich nicht ganz so gut funktioniert. Wunderbar, stell die Füße wieder auf. Bring die Füße einmal mattenbreit, lass die Knie zusammenfallen. Einen Atemzug hier noch. Und dann setz die Füße wieder parallel hüftbreit auf. Zieh dein rechtes Knie zum Körper heran. Umfass deinen Unterschenkel mit den Händen und dein linkes Bein streckst du aus. Eine wunderbare Dehnung entsteht hier. Atme tief durch die Nase ein. Und wieder aus. Du kannst gerne den Ujjayi-Atem praktizieren. Spür die Dehnung im Po, im Oberschenkel. Und dann atme ein und beim Ausatmen ziehst du wieder deine Stirn Richtung Knie, hältst kurz. Und beim Ausatmen lass los. Streck dein rechtes Bein aus. Bring dein linkes Knie Richtung Brust, umfasse deinen Unterschenkel. Und genieße hier erst einmal die Dehnung und nimm wieder ein paar Ujjayi-Atemzüge.
Atme noch einmal ein und beim Ausatmen ziehst du wieder deine Stirn Richtung Knie. Kurz halten. Und leg wieder ab. Bring nochmal beide Knie zur Brust. Überschlage die Knöchel und dann umfasst du mit den Händen deine Füße. Entweder deinen Zeh oder du umfasst deinen Fuß. Und dann kannst du erstmal wieder ein bisschen hin und her schaukeln. So wird das Spannen deiner Füße auch ein bisschen gedehnt. Und dann kannst du einmal zurück und nach vorn. Deine Beine etwas öffnen. Und dann noch eine größere Bewegung nach vorn und dann ziehst du die Beine ganz zurück. Löst deinen unteren Rücken dabei ein bisschen vom Boden. Wunderbar. Wenn du magst, kannst du jetzt hier Schwung holen, in den Schneidersitz kommen oder du kommst über die Seite und wir treffen uns im Schneidersitz. Richte dich erstmal ein hier, mach es dir bequem. Wenn du magst, kannst du gern eine Decke unter deinen Po bringen. Und hier angekommen, ziehen wir erstmal unsere Schultern Richtung Ohren an, dann kreisen wir genüsslich nach hinten, unten. Nach zweimal so. Schultern zu den Ohren und ausatmen nach hinten, unten. Schultern zu den Ohren und ausatmen nach hinten, unten. Perfekt. Lass uns einmal die Beine ausstrecken auf der Matte. Die Beine sind beieinander, die Hände neben deinem Körper. Dandasana, roll die Schultern zurück, press mit deinen Händen in die Matte und dann presst mal deine Waden in den Boden, sodass deine Knöchel sich vom Boden lösen. Dein Blick geht geradeaus. Halte kurz. Wenn du magst, kannst du auch wieder die Augen schließen. Und dich wieder mit deinem Atem verbinden. Sehr schön, lass wieder los. Umfasse dein rechtes Bein, zieh deinen Fuß so weit wie möglich zum Gesäß. Und dann umfass mit deiner Hand oder mit deinem Ellenbogen dein Knie und bring deine Hand hinter dir aufgestellt, roll die Schultern nochmal zurück, sitze aufrecht, atme hier ein und beim Ausatmen ziehst du den Bauchnabel nach innen und drehst dich noch ein Stück weiter auf. Dein Blick geht nach hinten. Einatmen, dein Blick kommt wieder nach vorn, du drehst dich nach vorn, hältst dein Knie fest und mit der linken Hand umfasst du deinen Fuß und beginnst hier dein Bein nach rechts und links zu bewegen. Wenn du diese Position kennst, dann kannst du auch hier deinen Ellenbogen umlegen, als hättest du ein kleines Kind im Arm und es hin und her wiegen, und das gleiche kannst du auch mit deinem Fuß machen. Es kommt ganz darauf an, wie flexibel du in deiner Hüfte bist, aber alles ist in Ordnung. Nichts muss, alles kann. Also, schaukel noch ein bisschen dein Kind hin und her. Auch eine schöne Öffnung für die Hüfte.
Und dann streck dein Bein langsam wieder aus. Wir wechseln die Seite. Linker Fuß so weit wie möglich zum Po heranziehen. Dann erstmal aufrichten. Und dann kommen wir wieder Schritt für Schritt in unsere Drehung. Du umfasst dein Knie, deine Hand stellt hinter deinem Po auf. Du atmest ein, ziehst dich nochmal in die Länge und ausatmen, komm in die Drehung. Einatmen, dein Blick kommt wieder nach vorn und dann schaukeln wir wieder unser Baby hin und her. Entweder mit beiden Händen oder, wie gesagt, mit den Ellenbögen. Diese Seite funktioniert auch nicht so gut bei mir, deswegen umfasse ich einfach meinen Fuß mit der Hand. Noch ein bisschen hin und her, bis sich es wieder beruhigt hat. Und dann streck beide Beine wieder aus. Sitze noch einmal aufrecht. Und bei der nächsten Übung kannst du gern deine Fersen in die Matte pressen und deine Beine noch ein bisschen gebeugt lassen. Dann atme ein, bring die Arme nach oben. Und beim Ausatmen ziehst du den Bauchnabel nach vorn und kommst langsam in eine Vorbeuge. Und dann lass deine Hände erstmal dort landen, wo sie ganz natürlich hinkommen. Und so nach und nach kannst du beginnen, deine Beine zu strecken und mit deinem Oberkörper vielleicht noch etwas tiefer zu kommen. Du spürst eine Dehnung an den Rückseiten deiner Beine. Und einatmen, richte dich langsam Wirbel für Wirbel wieder auf. Oben angekommen, kreist du die Schultern einmal zurück und setzt dich nochmal aufrecht hin. Und dann wechseln wir einmal in den Vierfüßler. Stell die Hände weit aufgefächert unter deiner Schulter auf die Knie, unter deiner Hüfte. Die Füße sind die Verlängerung deiner Unterschenkel. Ich krabbel einmal ein Stück weit nach vorn. Atme ein, hebe dein rechtes Knie vom Boden und stell die Zehenspitzen auf. Und dann machst du so kleine Vor- und Rückwärtsbewegungen, so dass dein Bein gedehnt wird. Wunderbar. Dann bring die rechte Hand etwas mehr zur linken und bring deinen Fuß von außen auf die Matte neben deine Hände. Wenn du magst, kannst du dein hinteres Knie noch ein Stück weit zurückbringen, um tiefer in die Dehnung hineinzugehen, denn wir lassen jetzt einfach unsere Hüfte Richtung Matte sich dehnen. Der Blick geht zum Boden, dein Nacken ist ganz neutral. Halte hier und genieß die Dehnung einmal im Oberschenkel deines linken Beines und im Innenschenkel deines rechten Beines. Dann kommt dein Fuß langsam zwischen deine Hände. Du kommst auf die Fingerspitzen, dein Rücken wird ganz gerade.
Presst die Füße fest in den Boden, zieh die Innenschenkel zueinander, das gibt dir unglaublich viel Stabilität. Und dann richtest du dich langsam auf, bringst die Hände vors Herz. Schultern ziehen tief. Ein Atemzug hinein. Und dann bringst du deine Hände an die Außenseite deines Beines und drehst dich in einen kleinen Twist. Streck deine Arme aus. Komm langsam wieder zurück, Hände noch einmal vors Herz, ausatmen, Hände wieder zur Matte und dann schiebst du dein Gesäß zurück, so dass es über dein Knie kommt. Löst deine Zehenspitzen vorn vom Boden, deine Hände können ein bisschen zurückkrabbeln und streckst dein vorderes Bein. Jetzt spürst du eine Dehnung besonders hier im Wadenbereich. Und wenn du noch ein bisschen mehr möchtest, kannst du mit dem Oberkörper ein bisschen tiefer gehen, deine Schulterregion und Nackenregion ganz entspannt lassen. Und so spürst du eine noch tiefere Dehnung. Halt kurz und verbinde dich in jeder Asana mit deinem Atem. Einatmen, komm langsam wieder nach vorn. Zieh deinen Rücken nochmal in die Länge. Und ausatmen, bring deinen Fuß zurück, streck ihn nochmal nach hinten aus, mach dich lang. Und dann bring dein Knie zur Matte. Wir wechseln einmal die Seite. Beim nächsten Einatmen streckst du dein linkes Bein nach hinten aus und beginnst mit kleinen Bewegungen nach vorn und nach hinten. Zehenspitzen sind aufgestellt. Wunderbar. Bring die linke Hand etwas zur Rechte und deinen Fuß über außen nach vorn. Jetzt kann dein rechtes Knie noch ein bisschen zurückwandern für mehr Dehnung. Und dann lässt du deine Hüfte hängen, Schultern weg von den Ohren, Nacken ganz entspannt, Blick geht zum Boden. Genieße die Dehnung in deinen Beinen. Vertiefe wieder deinen Atem. Sei ganz im Hier und Jetzt, sei ganz bei dir. Und dann wandert dein Fuß zwischen deine Hände. Du stellst deine Fingerspitzen auf. Dein Rücken wird gerade, Schultern weg von den Ohren. Wir halten hier noch kurz. Und dann schiebst du dein Gesäß langsam über dein Knie, streckst dein vorderes Bein, löst die Zehen vom Boden, ziehst sie flex. Die Hände wandern ein Stück zurück. Und wenn du magst, geh wieder tiefer in diese Position hinein. Zieh dein Kinn Richtung Brust. Lass deinen Nacken lang. Einatmen, roll dich langsam auf dem Fuß wieder nach vorn.
Setz die Hände auf. Komm in den Vierfüßler zurück und bevor du dein Bein absetzt, streckst du es noch einmal nach hinten aus und dann kommt das Knie zur Matte. Bring die Knie zueinander, stülp deine Zehen um, deine Hände wandern langsam nach hinten. Du kommst in den Fersensitz. Einmal kurz deine Füße aufdehnen und kannst gern die Augen schließen. Wenn das natürlich schmerzt in deinen Füßen, leg einfach die Füße flach auf den Boden und bring dein Gesäß Richtung Fersen, ganz wie du magst. Wunderbar. Komm wieder in den Vierfüßler und leg dir deinen Block schon mal mit zur Hand, denn wir kommen jetzt in das Kuhgesicht quasi, eine sehr schöne Dehnung für die Beine. Und zwar bringst du erstmal dein linkes Knie nach vorn zwischen deinen Händen und dann drehst du deinen Unterschenkel nach links, schiebst deine Beine übereinander, die Füße wandern, ja, sind mattenbreit und dann schiebst du dich langsam nach hinten und hier kannst du deinen Block verwenden. Es ist nämlich einfacher, in dieser Position zu sitzen, wenn du deinen Po etwas erhöhst. Wenn du natürlich vertraut bist mit dieser Position, kannst du gerne auch einfach auf der Matte sitzen. Sitze aufrecht. Und dann wollen wir hier ein bisschen Bewegung auch in diese Position bringen. Gehen nach vorn und zurück. Und du spürst, wie sich die Dehnung mit der Bewegung verändert. Du kannst zum Beispiel auch gerne deine Hände hinterm Rücken zusammenbringen, die Schultern nach hinten rollen und dann die Arme in die Länge ziehen und einmal ganz aufrecht sitzen. Und kurz halten. Oder eine andere Möglichkeit, du umfasst deine Füße und schließt einfach die Augen und sitzt hier ganz in Stille. Probier ruhig alles aus und schau, was dir am besten gefällt. Und dann kommen wir langsam aus dieser Position wieder heraus, löse auf und lass uns wieder im Vierfüßler treffen. Vielleicht legst du deinen Block schon mal auf die andere Seite. Dann bringst du dein linkes Knie zwischen deine Hände. Dein Unterschenkel wandert nach rechts und dann bringst du deine Beine zueinander, die Füße mattenbreit und schiebst dich langsam wieder zurück. Auch hier kannst du deinen Block verwenden, wenn du möchtest. Wir könnten jetzt hier einmal unseren Kopf dehnen. Halbe Kopfkreise. Du kannst auch in eine Seitdehnung gehen hiermit. Probier einfach aus. Das sind alles nur Vorschläge meinerseits für dich. Und zum Schluss vielleicht noch mal ganz in Ruhe sitzen. Die Augen schließen und atmen. Vielleicht magst du auch nach einer Weile deinen Block entfernen.
wenn die Muskulatur etwas aufgedehnt ist. Und dann löse langsam wieder auf. Komm nochmal in den Vierfüßler. Knie wieder unter deiner Hüfte. Und dann kommen wir einmal in einen Katzenbuckel. Pressen fest in den Boden mit den Händen. Dein Kinn zieht zur Brust. Und beim nächsten Einatmen vom Becken her in die Kuh nochmal. Öffne dein Halschakra, dein Brustchakra, also dein Herzchakra. Spür die Dehnung im Bauch. Und dann komm mit mir nochmal in eine liegende Position auf dem Rücken. Lass die Füße gern aufgestellt. Wir kommen in eine Variation des Supta Baddha Konasana, des liegenden Schmetterlings. Du öffnest deine Beine nach außen, öffnest deine Hüften nochmal und bringst deine Hände unter deinen Kopf. Ellenbogen und Schultern sind, wenn möglich, am Boden. Und dann atme hier noch mal einmal tief ein und durch den Mund aus. Schließe deine Augen und nimm noch mal 5 tiefe Ujjayi-Atemzüge, also durch die Nase ein. Und mit einem Rauschen an der Kehle entlang durch die Nase wieder aus. Lass das unsere Endposition sein. Du hast natürlich auch immer die Möglichkeit, deine Beine noch auszustrecken und ins Shavasana zu gehen. Deine Einheit muss hier nicht enden. Ich wünsche euch allen noch einen ganz wunderbaren Tag. Freue mich schon aufs nächste Mal. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Namaste.